Ja, hallo liebe Sportsfreunde und Waldmänner, seid gegrüßt. Heute will ich euch die Walther PDP Performance Duty Pistol vorstellen. Das hiesige Modell, das ich hier in der Hand habe, ist die 4,5 Zoll Full-Size Duty Variante mit dem 18 Schuss Magazin. Waffe ist natürlich leer und auf Sicherheit überprüft worden vor Drehbeginn des Videos. Wie ich gerade sagte, das hier ist die 4,5 Zoll Variante mit 18 Schuss Kapazität im Magazin. Es gibt auch eine etwas kürzere mit einem 4 Zoll Lauf und einem 15 Schuss Magazin, als auch eine 5 Zoll Variante optional mit oder beziehungsweise wahlweise mit großem Magazin, also großen Griffstück 18 Schuss, als auch dem kleinen Griffstück mit 15 Schuss. Achtung! Da gibt es schon teilweise die ersten Fehlinformationen, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte. Diese Waffe wird ja mit diesem 18 Schuss Magazin geliefert. Bedeutet, ihr könnt nicht die alten Magazine von der PPQ mit 15 Schuss nehmen, weil die natürlich zu kurz sind. Umgekehrt wiederum könnt ihr, wenn ihr die Kompaktvariante der PDP habt, ganz normal mit den 15 Schuss Magazinen der Walther PPQ nutzen. Auch zu sagen, ganz wichtig ist, dass es diese Magazine bzw. diese Magazingeneration einer kleinen Revision unterzogen wurde. Die ersten Magazine, die mit der Walther ausgeliefert wurden, hatten noch einen roten Follower. Jedoch hat man da kleine Probleme festgestellt. Es gibt noch diverse Händler, die verkaufen diese Magazine hier noch mit roten Followern und die neueste Generation an Magazin hat blaue. Ja, und was ich euch auf keinen Fall vorenthalten will, ist der absolut geniale Move von Walther, die Visierung an der Kanone Glock-kompatibel zu machen. Ihr könnt den kompletten Aftermarket von Glock-Zubehör ausschöpfen. Hier passen original Kimme von Glock drauf, als auch Korn von Glock drauf. Ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was ihr dazu machen müsst, Schlitten natürlich abnehmen, ist logisch, ja. Das Ganze ins entsprechende Werkzeug einspannen in die Vorrichtung und hier rauspressen bzw. neu einpressen, ist in der Regel nicht so schwer. Was ein bisschen tricky ist hinsichtlich des Korns, ich will es euch einmal zeigen. Ihr habt hier so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Plastikverkleidung auf der Waffe drauf, beziehungsweise unterhalb des Schlittens. Und um das Korn freizugeben, beziehungsweise lose zu schrauben, müsst ihr diese Verkleidung nach unten rausdrücken. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen in einem kleinen separaten Clip. Ich hoffe, das kann das in etwa veranschaulichen. Auch da nochmal Vorsicht geboten. Es gibt die Walther inzwischen in zwei verschiedenen Ausführungen. Hier in Deutschland wird sie von der Firma Franconia zum Beispiel vertrieben als Walther PDP V2. Einfach weil sich dieser Cut hier oben, dieser Ausschnitt, ja, für die Optikplates einfach etwas geändert hat, ja. Und die Optikplatten bzw. die Adapterplatten für die optischen Visiere unterscheiden sich halt dahingehend, dass die von der ersten Generation nicht auf die zweite Generation des Schlittens hier oben drauf passen und andersrum genauso. Abzugstechnisch sei gesagt, die Walther ist nach wie vor genauso gut wie die PPQ, beziehungsweise übertrifft die PPQ nochmal in einem kleinen Umfang. Und absolut genial. Ihr könnt den Abzug, man kann ihn nicht verreißen. Es ist unmöglich, ja. Ich habe eine Glock in meinem Leben verrissen, ich habe eine Heckler & Koch in meinem Leben verrissen, ich habe eine CZ verrissen, ich habe alles verrissen. Dieses kleine Sahnehäubchen könnt ihr nicht verreißen. Es ist unmöglich, ja. Abzug habe ich dreimal hintereinander gemessen. Foto blende ich gleich ein. Alle Werte lagen stets unter 2 Kilo. Die Walther kommt mit 3 austauschbaren Griffrücken. Einmal S für Small, M für Medium und L wie Large. Bei mir ist jetzt in dem Fall, wie ihr seht, die S-Variante drauf. Ich habe relativ kleine Hände. Das macht es für mich dann doch etwas griffiger. Ja. Auch grifftechnisch lässt sich die Pistole richtig gut in die Hand nehmen, auch bei wie soll ich sagen, schwitzigen Händen unter Wärmebedingungen, entsprechenden Wärmebedingungen im Indoor-Schießen, hat man hier immer noch ziemlich guten Grip auf der Waffe. Wirklich gefällt mir sehr. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Waffe kommt nativ in 9x19 Luger. Im Gegensatz zu PPQ gibt es hier keine 40 Smith & Wesson Variante. Es gibt nur die 9x19 Variante. Was gefällt mir an dieser Walther hier nicht so sehr?
Die etwas hohe Laufseele, wie man sie ja nennt, sie ist doch relativ hoch über dem höchsten Punkt, wo ihr den Handballen sozusagen im Griffstück der Waffe habt, was entsprechend für einen Hochschlag sorgt. Ich werde das gleich nochmal in Slow Motion mit meiner Glock 17 Gen 4 vergleichen. Da werdet ihr sehen, dass der Ausschlag nach oben hin signifikant höher ist. Zur Verteidigung der Walther. Die Walther habe ich noch keine 2 Jahre, die andere Pistole habe ich Jahre länger und bin natürlich dementsprechend deutlich mehr auf dieser Waffe trainiert. Und man muss dazu sagen, man merkt den Impact doch ganz schön. Ja? Also selbst wenn ich die Waffe festhalte wie in einem Schraubstock, wird man merken, die geht trotzdem hoch. Ich habe andere Leute mal damit schießen lassen, sowohl Weidmänner als auch Sportschützen. Die hatten alle das gleiche Problem. Es gehört sicherlich ein gutes Stück Training dazu, um das so zu handeln wie seine Glock vorher. Ja? Aber hier einmal das Video, damit ihr euch selbst einen Eindruck machen könnt. Ja, was kostet das Plastikkind im Unterhalt? 15 Euro, das ist echt lächerlich, kostet diese Austauschfeder bzw. die Schlittenfeder. Damit kann man echt leben. Verglichen mit den Heckler- und Kochfedern, die 60 Euro kosten, ist das nur ein Viertel des Preises. Ja, und bei den Magazinen hatte ich ja bereits gesagt, wie viel sie in etwa kosten. Um die 50 Euro müsst ihr circa rechnen. Gilt sowohl für die Full-Size-Variante mit den 18 Schuss, als auch für die 15 Schuss-Variante mit dem roten Follower. Denkt bitte dran, blauer Follower ist derzeit momentan nur im 18-Schuss-Magazin. 15-Schuss-Magazin hat nach wie vor die roten Follower und ist sowohl in der PPQ als auch in der PDP kompatibel. Dieses Magazin hier kriegt ihr auch in die PPQ rein oder in die Kompakt von der PDP, guckt dann unten allerdings ein Stück raus. Ja, und was sagt die Düsseldorfer Tabelle, wie teuer das Ganze hier im Unterhalt ist? Naja, da das eine Pistole 9x19 Luger ist, halten sich die monatlichen Kosten etwa in Grenzen. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel ihr dem Plastikkind zu essen gebt. Ja, mein persönliches Fazit zur Walther PDP, hier reviewed in der 4,5 Zoll Variante, Full Size mit 18 Schuss im Magazin. Tolles Produkt. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, da bin ich jetzt ehrlich, ja. Also wer Glockschütze ist und bereits seit 6 Jahren eine Glock hat und jedes Jahr meinetwegen 2.000 bis 3.000 Schuss da durchjagt, der ist diesen aggressiven Winkel gewohnt, das Recoil-Management von der Glock gewohnt und so weiter und so fort. Hier ist halt die Laufseele nochmal ein Stück höher als bei der Glock, man merkt das schon, aber ganz ehrlich, das ist eine Trainingssache, ja. Training, 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 ja. Wer nur einmal im Jahr auf den Stand geht, ja, der wird auch genau solche Ergebnisse auf der Scheibe produzieren, brauche ich euch nicht zu sagen, wisst ihr besser als ich wahrscheinlich. Ich denke mal, wenn ich dieses Gerät irgendwann mal so lange haben werde wie die Glock, dann wird das Ganze etwas anders aussehen und ich werde nicht mehr so drüber reden. Aber bis dahin ist das so erstmal mein ehrlicher Review. Ansonsten, tolles Produkt, würdiger Nachfolger der Walther PPQ M2. Sowohl das neue Gripping der Waffe, sage ich mal, mit dem etwas strafferen Grip, beziehungsweise ich nenne das jetzt mal Noppen, ja, was auch bei Temperaturen jenseits von 30 Grad Celsius auf dem Stand zu deutlich angenehmeren Griffgefühlen beziehungsweise zu einem stabileren Schießverhalten führt. Wirklich toll gemacht. Abzug kratzt nochmal ein Stück weniger als bei der PPQ und der war ja schon genial, der Abzug, kann man ja nicht anders sagen. Auch haben wir hier jetzt eine Full-Size-Variante mit vollem Griffstück mit 18 Schuss. Das gab es ja bei der PPQ nicht. Finde ich auch wirklich toll. Die Kompatibilität von den Glock-Sights, sowohl Frontside als auch Rear-Side, finde ich genial. Schnell zu wechseln und vor allen Dingen, dass sie jetzt Optic-ready ab Werk ist. Das macht das Ganze nochmal zum absoluten Knaller. Tolles Produkt, würdiger Nachfolger. Jederzeit wieder. Bin froh, sie gekauft zu haben. Ehrlich jetzt, ganz ehrlich. Ja, bevor ich es vergesse. Farben. Es gibt die Pistole inzwischen in diversen Farben. Schwarz ist natürlich Standard. Ich habe sie hier in OD Green. Sieht man hier nicht ganz so gut. Ich werde euch aber gleich noch Fotos einblenden. Es gibt sie noch in Tannfarben. Ich glaube, es gibt sie inzwischen in Grau.
Blau weiß ich jetzt nicht. Ich blende euch gleich mal ein paar Bilder ein, dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen. Ich werde auch unter Berücksichtigung des, ja, wie soll ich sagen, Temperaturabgleichs oder Farbabgleichs im Fotoprogramm gleich nochmal 2, 3 Fotos davon schießen, weil ich habe festgestellt, die Pressefotos von der PDP sehen, die geben dieses OD Green insbesondere jedes Mal unterschiedlich wieder. Mal ist hier ein Blitz, mal ist da kein Blitz. Das Grün ist einfach jedes Mal ein anderes Grün und man weiß nicht, worauf man sich einlässt, wenn man sie kauft. Ich versuche das mal so authentisch wie möglich vom Temperaturabgleich zu gestalten, das Bild. Mach mal 2, 3 Fotos ins Video rein und ja, ich hoffe, der Review hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Keep shooting.